Der silbergraue Nebel floss träge wie geschmolzenes Blei über die zerklüfteten Felsrücken und verfing sich in den dunklen Kronen der jahrhundertealten Fichten. In diesem Teil des riesigen Waldmassivs, wo der Mensch nur ein seltener und oft unerwünschter Gast war, herrschte eine eigene, unerbittliche Ordnung. Es war eine Welt aus Moos, Granit und dem ewigen Flüstern des Windes. Hier, im Herzen der Wildnis, lebte der unangefochtene Herrscher dieser Reviere, ein alter Bär namens Buri, der Braune. Er war ein gewaltiges Tier, ein Relikt aus einer Zeit, als die Natur noch keine Grenzen kannte. Sein dichtes Fell schimmerte im fahlen Licht wie antike Bronze, gezeichnet von den Narben unzähliger Kämpfe und den harten Wintern der Berge. In seinen Augen, klein und bernsteinfarben, spiegelte sich die Weisheit vieler Jahrzehnte wider. Buri kannte jeden Pfad, jede Höhle und jeden Bachlauf. Er war kein mörderisches Monster, sondern ein vorsichtiger Wächter seines Territoriums, der die Einsamkeit der Höhenzüge liebte. An jenem schicksalhaften Morgen bahnte sich Buri seinen Weg über einen schmalen, felsigen Grat. Sein Ziel waren die üppigen Himbeersträucher in der tiefer gelegenen Senke, die nach den Regenfällen der letzten Tage besonders süße Früchte versprachen. Der Bär bewegte sich mit einer für seine Masse erstaunlichen Leichtigkeit. Seine kräftigen Tatzen setzten lautlos auf dem steinigen Boden auf. Doch die Berge sind trügerisch, besonders im Frühjahr, wenn das Schmelzwasser den Boden unterhöhlt. Unter einer dünnen Schicht aus Erde, Wurzeln und weichem Moos verbarg sich eine tückische Leere. Eine alte, durch Sturzbäche ausgewaschene Grotte, deren Decke über die Jahrhunderte mürbe geworden war. In einem einzigen schrecklichen Augenblick verwandelte sich Buris Welt in ein Chaos aus Staub und Schmerz. Ein dumpfes Krachen zerriss die Stille des Morgens. Der Boden unter seinen Vorderpfoten gab nach, als wäre er aus Glas. Die gewaltige Gestalt, fast 300 Kilogramm reine Muskelmasse, verlor den Halt. Mit einem verzweifelten Brüllen versuchte der Bär, seine Krallen in die harten Felskanten zu schlagen, riss junge Bäume mit der Wurzel aus dem Erdreich, doch die Trägheit seiner Masse war unaufhaltsam. Wie eine Lawine aus Fell und Stein rollte er den steilen Abhang hinunter. Schließlich schlug er mit einem dumpfen Aufprall auf einem engen Felsvorsprung auf, der von senkrechten, glatten Wänden umschlossen war. Eine Staubwolke hüllte die Unfallstelle ein. Benommen und unter Schock versuchte das Tier aufzustehen. Ein stechender Schmerz im hinteren Bein schoss wie ein Blitz durch seinen Körper, doch der instinktive Überlebensdrang trieb ihn voran. Buri unternahm einen ersten Versuch, die Wand emporzuklettern. Er rammte seine Krallen in den bröckeligen Schiefer, spannte seine gewaltigen Nackenmuskeln an und zog sich ein Stück nach oben. Doch jedes Mal, wenn er dem rettenden Rand nahe kam, brach das Gestein unter seinem Gewicht weg. Er rutschte unaufhaltsam zurück, wobei er sich den Bauch an den scharfen Kanten aufschürfte. Die Kräfte verließen ihn langsam. Die Kälte des Steins kroch in seine Knochen. Schließlich setzte er sich schwerfällig auf den Boden seines steinernen Gefängnisses. Sein Atem ging stoßweise und ein kehliges Grollen, eine Mischung aus Wut und tiefer Verzweiflung, hallte durch die Schlucht und verstarb ungehört in den Weiten des Waldes. Einige Kilometer entfernt, auf einer sonnigen Waldlichtung, die wie eine Insel im grünen Meer wirkte, stand ein robustes Blockhaus. Es war aus schweren Zedernstämmen gebaut, die John, der Besitzer, eigenhändig bearbeitet hatte. John war ein Mann, der das hektische Treiben der Großstadt gegen die meditative Stille der Nadelwälder eingetauscht hatte. Er suchte keinen Reichtum, sondern Frieden. Sein einziger und treuester Gefährte war Rex. Rex konnte nicht mit einer beeindruckenden Größe oder einem Stammbaum voller Champions glänzen. Er war ein kleiner Mischling mit fuchsrotem Fell, weißen Pfoten und Augen, die so ausdrucksstark waren, dass man fast glauben konnte, er verstehe jedes gesprochene Wort.
Was ihm an Statur fehlte, machte er durch Mut und einen unfehlbaren Instinkt wett. John pflegte oft zu scherzen, dass in Rex' Brust das Herz eines Löwen schlage, das rein zufällig im Körper eines Terriers gelandet war. An diesem Morgen verhielt sich Rex jedoch seltsam. Während John auf der Terrasse seinen ersten Kaffee genoss, erstarrte der Hund plötzlich. Seine Ohren stellten sich auf, die Nase bebte in der kühlen Morgenluft. Der Wind hatte eine hauchdünne Spur zu ihm getragen, den Geruch von Angst, Blut und schwerem tierischem Leid. Es war ein Geruch, der in der Natur Gefahr signalisierte. Rex stieß ein kurzes, warnendes Bellen aus, lauschte dem Echo und rannte plötzlich los, ohne auf Johns Ruf zu warten. Rex wusste genau, wohin er musste. Seine Instinkte leiteten ihn wie ein unsichtbarer Kompass durch das dichte Unterholz. Er sprang über umgestürzte Stämme, schlüpfte unter dornigen Brombeerhecken hindurch und ignorierte die Eichhörnchen, die ihn normalerweise abgelenkt hätten. Er rannte direkt auf die fernen Felsen zu, die 3 Zinnen genannt wurden. Als er den Rand des Abgrunds erreichte und vorsichtig hinabsah, zitterte sein kleiner Körper. Dort unten, in der düsteren Tiefe, kämpfte der Gigant des Waldes. Buri unternahm gerade einen weiteren kläglichen Versuch aufzustehen, doch sein verletztes Bein versagte den Dienst. Er sank zurück, und auf den hellen Steinen waren deutliche Blutspuren zu sehen. In den Augen des Bären lag kein Zorn mehr, nur noch eine unendliche Müdigkeit. Rex verstand sofort. Er konnte hier allein nichts ausrichten. Er konnte nicht hinabsteigen, und er konnte das Tier nicht herausziehen. Aber er kannte jemanden, der zu Wundern fähig war. Mit einer Entschlossenheit, die nur ein loyaler Hund aufbringen kann, drehte er um und rannte, so schnell ihn seine Beine trugen, zurück zum Haus. John spaltete gerade Brennholz für den Winter, als ein wütendes, forderndes Bellen die Stille zerriss. Rex schoss aus dem Wald hervor, sein Fell war voller Kletten, er hechelte schwer und seine Pfoten waren schlammig. Er stürzte auf John zu, packte ihn fest am Hosenbein und zerrte ihn mit aller Kraft in Richtung des Waldes. »Rex, Junge, was ist denn los mit dir?« fragte John verwundert und legte die Axt beiseite. »Hast du ein Nest gefunden oder ein Reh?« Doch der Hund ließ nicht locker. Er lief einige Meter voraus, kehrte winselnd zurück, bellte erneut und sah John direkt in die Augen. In diesem Blick lag so viel Flehen und nackte Angst, dass der Mann begriff, das hier war kein Spiel. Etwas Schreckliches war geschehen. John streifte sich hastig seine wetterfeste Jacke über, griff nach einem stabilen Wanderstab und folgte Rex. Der Weg war mühsam. Sie mussten sich durch dichtes Farnkraut kämpfen und morastige Stellen umgehen. Rex drehte sich ständig um sicherzustellen, dass sein Herrchen nicht den Anschluss verlor. Für John fühlten sich die Minuten wie Stunden an. Schließlich erreichten sie den felsigen Grat, den Ort, an den der Wald in nackten Stein überging. Als John über die Kante des Abgrunds blickte, stockte ihm der Atem. Er hatte mit einem verfangenen Tier gerechnet, vielleicht einem Luchs oder einem Hirsch, aber niemals mit einem ausgewachsenen Grizzly-Mischling von dieser Statur. Der Bär sah von oben betrachtet noch gewaltiger aus, aber auch zerbrechlicher in seiner Not. Seine Flanken hoben und senkten sich schwerfällig. Als Buri den Kopf hob und den Menschen erblickte, geschah etwas Seltsames. Es gab kein Drohgebärden, kein Zähnefletschen. Es war ein Moment der absoluten Stille zwischen 2 Spezies. John spürte eine Gänsehaut auf seinen Armen. Das Leid des Tieres war fast greifbar. »Ganz ruhig, Großer«, flüsterte John, mehr um sich selbst zu beruhigen als den Bären. »Wir lassen dich hier nicht allein.« John griff in seine Tasche nach seinem Mobiltelefon. In dieser abgelegenen Region war der Empfang eine Katastrophe. Er hielt das Gerät in die Höhe, suchte verzweifelt nach einem Signalbalken. Er bewegte sich vorsichtig am Rand entlang, bis das Display endlich eine schwache Verbindung anzeigte.
Sofort wählte er die Nummer des Forstdienstes und der Bergrettung. »Hier spricht John Walters. Ich habe einen Notfall im Sektor 3 Zinnen. Ein großer Bär ist in eine Felsspalte gestürzt. Er ist verletzt und kann sich nicht aus eigener Kraft befreien. Bitte schicken Sie Hilfe, so schnell es geht.« Die Stimme des Disponenten am anderen Ende war ruhig und professionell, was John half, nicht in Panik zu geraten. Ihm wurde befohlen, Abstand zu halten und das Tier nicht unnötig zu stressen. Das Warten war eine Zerreißprobe. Rex saß unbeweglich am Rand, den Kopf schief gelegt und gab hin und wieder ein leises Wimmern von sich. Der Bär unten schien verstanden zu haben, dass Hilfe unterwegs war. Er legte den Kopf auf seine Vorderpfoten und schloss die Augen. Um die Stille zu füllen und das Tier zu beruhigen, begann John in einem gleichmäßigen, sanften Tonfall mit dem Bären zu sprechen. Er erzählte ihm von der kommenden Ernte, vom Fluss und vom Wald. Nach etwa 40 Minuten wurde die Ruhe durch das ferne Grollen von Motoren unterbrochen. 2 schwere Geländewagen und ein Lastwagen mit Spezialkran näherten sich über einen alten Forstweg. Ein Team aus erfahrenen Rangern und einer Tierärztin namens Dr. Miller sprang aus den Fahrzeugen. »Gute Arbeit, John«, sagte der leitende Ranger, während er die Lage sondierte. Er blickte zu Rex hinunter. »Und danke an dich, kleiner Held. Ohne dich hätten wir ihn nie rechtzeitig gefunden.« Die Operation musste präzise geplant werden. Dr. Miller bereitete ein Betäubungsgewehr vor. »Wir müssen ihn schlafen legen«, erklärte sie. »Unter diesem Stress könnte er sich und uns während der Bergung schwer verletzen. Er wiegt fast 350 Kilo. Das ist kein Kinderspiel.« Ein kurzes, trockenes Plopp-Geräusch war zu hören, als der Pfeil Burrys Schulter traf. Der Bär schreckte kurz auf, doch nach wenigen Minuten wurden seine Lider schwer und er sank in einen tiefen, traumlosen Schlaf. Jetzt begann der physisch anstrengende Teil. Die Ranger befestigten schwere Stahlwinden an den stärksten Bäumen der Umgebung. Ein spezielles Bergungsnetz aus hochfesten Nylonfasern wurde in die Tiefe gelassen. 2 Männer seilten sich vorsichtig ab. Es war Millimeterarbeit. Sie mussten den kolossalen Körper im Netz so fixieren, dass keine Gliedmaßen abgeklemmt und das verletzte Bein nicht weiter geschädigt wurde. »Winden Marsch!« hallte das Kommando durch die Schlucht. Die Motoren heulten auf. Die Seile spannten sich wie Saiten einer Harfe. Langsam, Zentimeter für Zentimeter, stieg Buri aus seinem steinernen Gefängnis empor. John und Rex beobachteten den Vorgang wie gebannt. Als der Bär schließlich sicher auf dem flachen Boden lag, entwich allen Beteiligten ein kollektiver Seufzer der Erleichterung. Dr. Miller untersuchte den schlafenden Riesen sofort. »Er hat Glück im Unglück gehabt«, stellte sie fest. »Keine Trümmerbrüche. Die Knochen sind stabil, aber er hat schwere Prellungen und tiefe Fleischwunden. Wir werden ihn im Rehabilitationszentrum für 2 Wochen unter Beobachtung halten, die Wunden versorgen und ihm Antibiotika geben. Dann kann er zurück in seinen Wald.« Buri wurde auf einen speziellen Anhänger verladen. Er wirkte nun nicht mehr wie eine Bedrohung, sondern wie ein verletzliches Wesen, das den Schutz derer brauchte, die normalerweise seine Feinde waren. Rex lief zum Anhänger, schnüffelte vorsichtig am Gitter und wedelte kurz mit dem Schwanz, eine stille Geste, die besagte: »Leb wohl, Kumpel, alles wird gut.« Die Wochen vergingen und der Wald verwandelte sich. Das Grün der Blätter wich einem brennenden Gold und tiefem Purpur. Es war Herbst geworden. John und Rex unternahmen ihre tägliche Wanderung, die sie oft zurück zu den 3 Zinnen führte. Eines Nachmittags entdeckte John auf dem weichen Waldboden frische Abdrücke. Es waren riesige Tatzenabdrücke, die unverkennbar waren. An der Rinde einer alten Eiche sah er frische Kratzspuren in über 2 Metern Höhe, das Zeichen eines Reviermarkierung. Buri war zurück. Er war gesund, kräftig und wieder der Herr über sein Reich. John setzte sich auf einen umgestürzten Stamm und kraulte Rex hinter den Ohren.
Der kleine Hund schloss zufrieden die Augen. In diesem Moment begriffen beide eine tiefe Wahrheit. In dieser gewaltigen Welt gibt es kein fremdes Leid. Die wahre Stärke liegt nicht in Krallen, Zähnen oder moderner Technik. Sie liegt in dem einfachen Mitgefühl, das einen kleinen Hund dazu treibt, Hilfe zu holen und einen Menschen dazu, nicht wegzusehen. Ihre Begegnung in der Tiefe des Waldes hatte alles verändert. Während John beobachtete, wie die Sonne hinter den Berggipfeln versank, wusste er, solange die Güte in den Herzen wohnt, gibt es Hoffnung für diese Welt. Wenn euch diese Geschichte über Freundschaft, Mut und die Rettung eines Waldkönigs gefallen hat, vergesst bitte nicht, ein Like dazulassen. Abonniert unseren Kanal, um keine der neuen Erzählungen zu verpassen, die wir jeden Tag für euch vorbereiten. Eure Unterstützung motiviert uns, weiterhin Geschichten zu schreiben, die das Herz berühren.